Hallo, hier ist der Lou und heute haben wir einen Standventilator von Brentzen und es geht ums Auspacken, Zusammenbauen und um einen kleinen Kurztest. Ja, und worum geht es hier? Wir haben hier eine Fernbedienung, wir haben hier 3 Geschwindigkeiten, eine Timerfunktion und 60 Watt. Ja, der ist sehr gut angekommen bei den Leuten. Wir haben ca. 1000 Rezessionen bei Amazon. Der kostet jetzt ungefähr um die 60 € und wir haben weitere Betriebsmodis. Aber das schauen wir uns dann im Einzelnen nochmal an. Ja, und hier alles ausgepackt. Ein Handbuch ist dabei, eine Fernsteuerung, natürlich ein Standfuß, sehr stabil, ein Außenrohr, dann natürlich das Rotorblatt und dann das Schutzgitter vorne und hinten und natürlich das Wichtigste, die Motoreinheit. Und ganz zum Schluss das Bedienelement am Gerät. Ja, diese Schraube muss angezogen werden, eine Metallschraube, entweder mit einem 12er Schraubenschlüssel oder mit einem Kreuzschraubenzieher. Also hier doch mal der Fuß und hier oben der Ständer. Und das muss hier drauf. Da ist die Schraube zum Festschrauben. So, es beginnt. Also hier kann ich dann das fixieren und festschrauben. Hier auch nochmal die Möglichkeit, das natürlich dann zu verlängern oder kürzer zu machen. So, das war jetzt im Prinzip der Zusammenbau. Und jetzt geht es weiter und jetzt kommt das Gehäuse. Also hier ist oben, das ist der Griff zum Festhalten und dann einfach hier draufstellen. Also hier, da ist schon ein Stift, der greift dann hier rein. Und hier ist eine große Mutter und diese dreht man hier ganz normal rechts rum. So, bis es fest ist. So. Alles fest. Gut. Das ist, wie gesagt, das ist hier oben zum Tragen. Hier ist die Mutter. Und jetzt kommt der Ventilator. Der hat hier so eine Nut. Und der kommt natürlich dann so. Und hier ist dann auch hier eine Nut oder ein Stift. So ist richtig. Und dann kommt das hier genau drauf. So. Und hier ist eine ganz besondere Schraube oder Kappe, Schraubkappe, die ist jetzt Gasgewinde, also genau andersrum. Die muss ich jetzt quasi zudrehen, damit ich ihn andrehen kann. Also genau andersrum. Links. Also links rum. Also Linksgewinde. Damit habe ich schon mal das am Laufen. Und jetzt kommt die äußere Abdeckung. Und da muss natürlich der Name so rum sein. Und das wird hier oben eingehakt. Da oben. Das muss dann gerade sein. Ich hoffe, es ist gerade. Jetzt müsste ich noch mal gucken. Ein nach links. Also das kann man sich jetzt genau überlegen. Das ist jetzt gerade. So. Und dann wird das hier zugemacht. So, man sieht schon. Aber hier ist eine Schraube. Und diese Schraube muss ich natürlich jetzt hier lösen. Und dann das hier runter und dann die Schraube festmachen. Dann ist das eine Sicherung. So, also hier zugemacht und jetzt die kleine Schraube hier rein. Das ist die Sicherung. So, damit das schön zusammen bleibt. Dann sind wir schon fertig. Hier das Bedienelement am Gerät und fürs Sofa die Fernsteuerung. So, hier der aufgebaute Ventilator. Und jetzt mal kurz zu den Funktionen. Also einschalten, ist klar hier. Die Stufen kann man hier steigern. Stufe 2, Stufe 3. Hier ist die Bewegung. Links und rechts.
hier ist noch eine Timer-Funktion. Also eine halbe Stunde, eine Stunde, 1,5 Stunden und so weiter. Bis zu 7 Stunden kann man sich den Timer einstellen. Das gleiche hier mit der Fernsteuerung. Einschalten, ausschalten. Dann die Geschwindigkeiten, die 3 Geschwindigkeiten, die Timer-Funktion, das Schwenken und hier noch eine besondere Funktion. Und zwar gibt es hier 3 Modi. Hier auf dem Bild kurz zu sehen die verschiedenen Funktionen, Modi-Funktionen, Normal, Nachtmodus und einen Naturmodus. Ja, das war's schon. Vielen Dank für das Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, bitte im Kommentar und wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Euer Lou.